Und dann sagst du, ich gebe es auf, sonst werde ich noch verrückt. Und dann sagt sie mir, also wieder eine Lebensform mit deinem geistigen und bewusstseinsmäßigen Stand kann nicht mehr so einfach verrückt werden, wenn nicht böse äußerliche Gewalt angewendet wird. Und dann habe ich aber gesagt, dass, dass die Möglichkeit, egal wie hoch man evolutioniert ist, bestehen kann, dass man durchdreht. Ja, der gute Teil, Durchschnappt, also natürlich. Aber weißt, das sind gewaltmäßige Einflüsse dann, oder weißt, ja, wo durch Folter und weißt, elektronisch Kern bearbeiten und so weiter. Und so. ja, Da gibt es vielerlei Möglichkeiten. ja, also Weißt, und da kann der Mensch wirklich davon überschnappen, verrückt werden, wie man sagt, weil dann etwas zerstört wird im Kern, zum Beispiel durch Elektronik oder und ja, so weiter, oder durch Chemie, durch Spritzen, durch weiss die Teufel was, wo das Kern geschädigt wird und dann das wird, was man sagt, der Mensch wird verrückt. ja, okay. Oder weißt, durchs Denken alleine ist es nicht mehr möglich. Ah ja, okay, Ist nicht mehr okay, möglich. ja, Sondern einfach durch einen gewaltmäßigen Einfluss. ja, Oder weißt, und einen gewaltmäßigen Einfluss kann auch über Gedanken, wo man einem anderen einhämmern tut. Oder? ja, Weißt, wo er mit den Gedanken nicht mehr klar kommt. Oder? Aber das ist bei einem Mensch nicht mehr möglich, wo klar, wirklichkeitsgemäß denken. Wo, mhm. wie soll ich dir sagen, wo diesbezüglich nicht mehr angreifbar ist. Ja, okay, ja, Es ist also nur noch durch da, reine Gewalt notwendig, ja, möglich. ja, okay, dann werde ich das nochmal ergänzend sagen, weil ich Ja, dachte, dass das immer noch möglich wäre, ja. aber es ist dann nicht mehr möglich, Nein, nein. sondern da muss Man Gewalt. kann ein Mensch einfach einer, der klar und naturmäßig, natürlich denken tut, kann man einfach so weit treiben, dass er ausflippt. Ja, Weißt du, dass er, dass er nicht mehr weiss, was dass er kann machen kann, dass man so zur Sau macht, mit Angriffigkeiten rundum und so weiter und so fort, dass er nicht mehr ein- und ausweiss. ja, Oder? Und dann in der Regel macht er dann einen kurzen Prozess mit sich. ja, mhm. Dann löscht das eigene Leben aus, weil er eben nicht will durchdrehen, weil er nicht will verrückt werden. Ja, mhm. Okay. Dann ist er also bei klaren Sinnen, wenn er sich selber umbringt. Ja, ja, Ja. so, Das ist aber, wenn er normalerweise psychisch krank wird und sich umbringt, ist das ein ganz anderer. ja, Das ja, macht er dann aus Verzweiflung und weiss sich was oder er weiss nicht mehr, was er tut und so weiter und so fort. Aber ein Mensch andererseits auf die Art und Weise, wo sich dann umbringt, macht das ganz bewusst aus dem Grund, weil er nicht will abhängig werden von anderen und über andere können dirigieren, über also muss unter Medikament stehen und so weiter und so. Einfach verrückt wird. ja, Und das kennt unsere Psychiatrie leider nicht. ja, Die haben keine Ahnung von dem. na, ich habe mal, das klingt jetzt wie was ganz anderes, aber vielleicht hat das doch damit zu tun. Ich habe mal Aufnahmen von einem italienischen Mädchen gesehen, an der ein Exorzismus praktiziert wurde. Und die war festgebunden und war dann also am Rütteln und das war
sprach dann auch zum Teil in einer anderen Sprache oder Fremdensprache und war am Schreien und so weiter. Ist das auch so eine Rebellion? Nein, das ist eine Krankheit. Das ist eine Krankheit. Das ist eine Krankheit. Eine Krankheit, die im Gehirn stattfindet. Und das wirkt sich auf den ganzen Körper aus. Aber das wissen unsere Psychiater und die haben da keine Ahnung davon. Die sagen, das ist Besessenheit von einem bösen Geist und wird religiös ausgeschlachtet und so weiter und so fort. Das ist in Wirklichkeit nicht. Es ist eine Krankheit vom Gehirn, oder? Wo das Gehirn Wahnvorstellungen erzeugen. Und die schlagen sogar auf den Körper. Ja. Der Körper reagiert dem gemäß. Und es wird auch sprachlich zum Ausdruck gebracht. Oder weißt zum Beispiel in 5, 6, 7 oder 8 verschiedenen Stimmen, wo der Mensch plötzlich reden tut. Fremde Sprachen, wo gespeichert sind im Gehirn vom letzten Leben her zum Beispiel. Oder? Ja. Wo genetisch überliefert ist, oder? Weißt du, und diese Sachen können eben genetisch tatsächlich überliefert werden. Und dann werden sie hauptsächlich vom Katholizismus werden sie als besessen beurteilt und das ist ein Schwachsinn. Ja. Dabei ist es nicht als das Gehirn, wo falsche Informationen oder ja, kannst sagen, falsche Informationen freigibt oder Informationen freigibt, wo für die Umwelt unverständlich sind. Oder? Und als verrückt beurteilt werden und so weiter und so fort. Dabei ist nichts anderes als eine Krankheit. Das ist nicht eine Besessenheit. Ja. Dass eine Besessenheit ist von einem Geist, von einem anderen Mensch und so weiter und so fort. Das ist absoluter Unsinn. Ja. Oder? Ja, das ist ein psychischer Schaden. Hauptsächlich vom Katholizismus. Ja. Der Katholizismus ist dadurch ganz streng. Idiotisch. Ja. Ja, da ist es eben ganz groß mit Exorzismus. Aber im Grunde ist das ein psychischer Schaden, der Ja. durch Indoktrination letztendlich eskaliert. Einige Beeinflussungen von außen, die auf ihn zugekommen sind, die ihn zu dem und dem und dem getrieben haben. Ja. Oder? Mhm. Ja, und wenn dann der Priester mit seinem Exorzismus kommt, macht es nur noch schlimmer. Dann wird's noch schlimmer. Anstatt mit der Person in Ruhe zu reden und ja. Ja. Aber solche Menschen sind ja dann nie in so einem Umfeld, Nein. dass mal einer mit denen vernünftig redet. Ja. Ja. Das kann das sein, dass wenn man anfängt logischer zu denken. Also ich komme ja auch aus einem religiösen Hintergrund. Ja. Wenn du anfängst logisch denken, Siehst die Welt anders. selber andenken. Ja. Du glaubst nicht, was andere einfach erzählen oder was geschrieben wird und so weiter und so fort, sondern du fängst an, nach der Wirklichkeit zu gehen und dann siehst, was tatsächlich geworden ist. Ja. Wenn du Wort sagst, verstehe ich oft, ist das wie ein Synonym für Wahrheit. Ja. So meinst du es, glaube ich, auch, ne? Dass es oft Ja. gleich ist, genau. Ja, das also auf der einen Seite natürlich schön und gut, auf der anderen Seite wird einem aber auch bewusster, wie korrupt die Regierungen sind. Ja, früher war mir das nicht so bewusst. Das ist ein kleines Wörtchen von dem, was Ja. wirklich ist. Ja, das war nett ausgedrückt. Ne? Ja, und wie die ganze Menschheit
manipuliert und an der Nase herumgeführt wird. Das, was an den Regierungen geht und läuft, das sind alles Menschen. Und Menschen sind fehlhaft. Und an der Regierung sind in der Regel nur fehlhafte Menschen. Ja. Nur fehlhaft. Ja. Nicht eine Sendung, die selber denken, sondern die sich beeinflussen lassen von dem und diesem und jenem, was passiert rundum, was falsche Entscheidungen gibt, falsche Überlegungen gibt und so weiter und so fort. Und Beeinflussungen von den anderen Menschen, die auch noch mitregieren, was wie man so sagt, mitregieren, oder? Die sagen das, die sagen das, die anderen sagen das, diese sagen jenes, oder? Und dann wird irgendetwas beschlossen und das ist wieder falsch, nicht nach dem, was tatsächlich ist. Ja. Wenn du zum Beispiel jetzt die Ukraine anschaust, das sind rund 50 Länder, die dort Hilfe leisten. Alleine Deutschland hat bis jetzt 28 Milliarden Euro in den Ukraine-Krieg hineingestampft. Mhm. Nur Deutschland allein. Ja. 28 Milliarden. Ja. Und ohne zu überlegen, was eigentlich dahinter steckt. Sie den Putin anklagen. Natürlich, der Putin ist Krieg. Ein Krieger, oder? Genau wie jeder andere auch, ob es der Zelensky ist oder der Netanyahu oder wer das ist, da die von der Houthi oder überall, wo Stück ist. Es wird falsch gehandelt, es braucht keinen Krieg. Man könnte da jedes Problem lösen durch Vernunft, durch Rede. Aber was da geht und läuft, jetzt 28 Milliarden, nicht Millionen, Milliarden, wo eingestampft worden sind von Deutschland. Deutschland ist in eine Rezession geraten deswegen, oder? Das wird dem Volk aber verheimlicht, wird nicht gesagt, was das wirklich ist. Wie das Deutschland dran steht heutzutage und der Antisemitismus neu aufgebaut worden ist, wieder so schlimm ist, wie es vor dem letzten Weltkrieg war, dass wieder ein Weltkrieg dadurch auslösen kann. Und jetzt haben sie schon in Deutschland Angst, dass der Putin Deutschland wieder angreift, oder? Und so weiter und so fort. Oder? Und es ist unmöglich, dass irgendjemand an die Regierung kommt, der normal denken tut, selber denken tut, nicht gläubig ist, auf irgendeine religiöse oder zugleich noch auf eine weltliche Art und Weise und einfach hören tut, was die anderen sagen, sondern wirklich denken tut und eine Lösung sucht, die wirklich eine Lösung ist. Und das wird nicht gemacht. Einige Leute kommen schon gar nicht an die Regierung. Ja. Es kommen nur diejenigen da in grossen Mund. Ich sehe sie immer mehr als opportunistische, pathologische Lügner. Ja, genau. Weil sie reden heute so und morgen wieder so und übermorgen wieder anders. Der Scholz von Deutschland, ja. Wenn er anschaust, der hat keine eigene Meinung. Ja. Er bläst in die Luft raus, nach dem, was der sagt, dieser sagt. Und genau dasselbe macht Baerbock. Ja. Ja. Ja, im und Grunde. Im Hintergrund sind es noch Antisemisten dazu her. Ja. Schnurren aber anders, reissen andere Sachen an, als das, was wirklich in ihnen steckt, oder? Sie haben eine Fähigkeit in sich inne, dass nicht einmal das können sagen, was sie wirklich im Kopf inne haben. Ja. Oder? Vor ein paar Tagen oder wenigen Wochen ist mir der Gedanke gekommen, wenn er ein Land zerstören will, schick Waffen hin. Ja. Das Land geht dann immer zugrunde. Ja.
Also sie schicken Waffen in die Ukraine oder lass es auch Geld sein, dann geht das Land kaputt. Sie wollen natürlich Russland schwächen, die Rationalisierung verstehe ich schon dahinter. Aber Tatsache ist, dass Russland nicht erobert wird, aber die Ukraine ist nachher ein Scherbenhaufen. Ja. Und die Deutschen schicken ja... Kann man dort dirigieren? Ja, sie können dann nachher dirigieren, genau. Und weil sie natürlich sind das ja auch dann immer Kredite. Das ist ja nicht geschenkt, das Geld und die Waffen. Und dann heißt es nachher hier... Die 28 Milliarden, die Deutschland jetzt in die Ukraine eingestampft hat, also wenn es wieder nicht. Ja, genau. Und das werden sich dann wiederholen, indem sie dann kriegen sie nachher gratis Getreide etc. etc. Ne? Ja. Und die Amerikaner, es ist das Gleiche. Ne? Ja. Das heisst, der Putin hat den Krieg angefangen. Wenn du es richtig anschaust, hat der Putin nicht den Krieg angefangen. Na, das ist... Das ist Amerika. Ja, seit 2014 bombardieren sie den Donbass. Und ich habe gesehen, 2015 hat der CNN auch noch davon berichtet, dass die ukrainische Regierung Städte im Donbass bombardiert hat. Also richtig bombardiert, nicht da Leute nur erschossen, sondern... Ja. Ne? Ich sage jetzt etwas, was wir Jahre festgestellt haben. Dass ein Haufen Ukrainer, wirklich Ukrainer, abgehauen sind wegen dem Zelensky. Ja, klar, das ist, die desertieren. Ja. Nicht einfach Desertion, sondern wirklich abgehauen sind mit Kind und Kegel. Ja. Weil sie vor Zelensky fliehen, ja. vor dem Zelensky abhauen dort. Ja. Ach, ja. Ja, das erinnere ich noch. Da hatten sie mal die Zahlen der Flüchtlingsströme in die Länder. Die meisten sind nach Polen gegangen. Ja. Es sind aber auch viele nach Russland gegangen. Und keiner hat verstanden, warum gehen Ukrainer nach Russland. Das waren nämlich nicht nur Russen aus dem Donbass, sondern das waren auch Ukrainer aus der Ukraine, die nach Russland geflohen sind. Das passiert alltag. Ja. Hauen es ab. Und viele gehen nach Russland. Ja. Und sind wie man sagt, russlandfreundlich. Ja. Ja, die sind ja eigentlich auch gut ausgekommen, bis das Ganze losging mit der Krim und dann wurde das aufgebaut, ne? Und aufgebauscht. Jetzt wird man die Nachlagen wegen Kriegsanfang, dabei sitzt die Amerikaner stehen hinter allem. Ja. Ja, mit der NATO halt, ne? Ja. Ja, um darauf zurückzukommen, dass wenn man das auf einmal klarer sieht, wird das aber auch zu einer psychischen Belastung dann, ne? Wenn man die Realität da erkennt. Nein, es wird nicht zur psychischen Belastung. Wenn du wirklich die Worte kennst, du machst dir wohl Gedanken darum, aber du tust dich nicht psychisch belastet damit. Okay, also... Sondern du akzeptierst einfach das, was die Wirklichkeit ist. Ohne dass dich psychisch belastet wird. Ja, dann kommen wir wieder zu dem Punkt, Tatsachen zu akzeptieren. Ja, genau. Das ist dann aber, man muss dann auch diesen zweiten Schritt machen. Man erkennt dann die Realität. Ja. Aber die ist natürlich nicht schön. Genau. Die ist dann nicht schön. Also auf diesem Planeten. Das ist logisch, oder? Ja. Aber du findest dich zurecht damit, dass du das akzeptierst, dass du das nicht kannst ändern. Es ist so, oder? Und es ist für dich nicht eine persönliche Belastung, dass du deine Psyche nicht kaputt machst. Ja, ja. Oder? Ja, dass man sich da in Acht nimmt. Du weißt einfach, es ist nicht, das ist nicht richtig, das ist nicht richtig, das ist nicht richtig, oder? Ja. Du akzeptierst, dass das jetzt tatsächlich so ist, aber du tust dich nicht belasten damit. Ja. Oder? Das ist dann der zweite Schritt zu lernen, so. Ja. Ja, da bin ich noch so ein bisschen am Knabbern, aber es fällt mir leichter als noch vor ein paar Jahren. Ja, das ist etwa das,
kann im Sinn, der Brief, den ich letzte wieder bekommen habe, von einem, dass ich wenn der Dienst kommt, dass ich den dann in Kontaktbericht nehme, dass man gelernt hat, das zu ändern, was eigentlich von jung an indoktriniert worden ist von der Umwelt. Oder? Von den Eltern, von den Geschwistern, von den Bekannten, von den Freunden, von der Umwelt allgemein. Oder? Und man angefangen hat, denken und handeln in dem Sinn, wo dann eben aus dem rauskommt, aus dieser Indoktrination rauskommt. Aber es hat immer wieder Menschen, die sich durch das, was wir da verbreiten in der Figur, über die sogenannte Geisteslehre, akzeptieren können, darüber nachdenken können, wirklich darüber nachdenken von dem Seich, was ihnen indoktriniert worden ist, wegkommen, selber anfangen zu denken und das Leben dann ändern. Und es wird besser. Ja. Das höre ich immer wieder. Ja. Oder muss mir da schreiben im Internet. Geht mir auch so. Also, und ja. Ist halt so. Man muss es allerdings tun. Das ist das, was wirklich ist. Ja. Man muss es allerdings auch anwenden. Ne? Also nicht nur intellektuell das gut finde, sondern die Tatsachen akzeptieren lernen. Die Briefe, die ich einmal bekommen und die E-Mail, die Menschen reden von dem, dass ihnen heute, wo sie sich angefangen haben, umwandeln mit ihrem Denken, selber anfangen haben zu denken, den Glauben auf die Seite geschaffen haben. Natürlich, es ist nicht 100, aber es geht ihnen wirklich besser. Sie haben den Weg gefunden, um weiterzulernen, aus sich selber heraus, alles anfangen zu wandeln und besser und besser. Und es geht allen besser. Ja. Ja. Das schreiben sie ja. 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 Da habe ich jetzt im Sinn wieder einen, den ich da habe. Wir haben dann da was ich noch gespeichert gestern. Das wollte ich dann, wenn der Bericht dann so weit ist, dass es wieder einen Bericht gibt, wollte ich den anderen. Ja, mach das ruhig, dass Leute das sehen, dass es auch Menschen wirklich verändert, wenn sie das ernst nehmen und an sich arbeiten, dass das wirklich hilft. Ja. Und dass das nicht nur in deinen Schriften so steht, sondern auch praktisch im realen Leben real ist. Ne? Dass es wirklich real ist. Ja. Und nicht einfach ein dummes Gerät ist. Ja. Semjas und du, ihr sprecht dann noch kurz darauf. Sie sagt, errege dich nicht, denn ich weiß, wie schwer dir oft zumute ist, weil du mit keinem Menschen darüber sprechen kannst. Du bist deswegen auch einsam in dieser Welt. Mit mir aber kannst du über alles sprechen, denn ich verstehe den Sinn deiner Worte und Gedanken. Gewöhne dich daran, dann wirst du dich nicht mehr erregen. Das ist jetzt natürlich schon lange her. Ja, weißt du, das Erregen, das ist einfach meine Art. Ich errege mich nicht. Sie hat immer gemeint, ich könnte mich aufregen deswegen. Und das meint auch Sefi, wenn ich dann noch etwas sage, wenn ich das ist mit Erregen zu tun, sondern einfach, dass man durchdringen tut, dass man kann sagen, was zu sagen ist, was soll gesagt werden. Das hast du sicher auch schon. Ja, oder weißt,
ich werde dann einfach laut, ohne dass ich mich errege. Ja, das ist so, um dem Nachdruck zu geben. Ja. Oder dass dir das wichtig ist. So, Genau. ist jetzt so. Genau. So, ja. Genau. Und Das hat sie immer definiert. Am Anfang hat sie das immer definiert. Du erregst dich. Du Ja. erregst dich. Ja. Das ist wirklich nicht so. Ja. Mein Punkt war jetzt eher, dass du das schon einsam ist. So als Beispiel. Ja. Du hast vielleicht schon gesehen, in der Küche zum Beispiel beim Jakobus. Ja. Da musst du laut werden. da Ja. kommst du aber nicht mit. Sonst dringst du ja nicht durch. Ja, Es geht ja hier in und da wieder raus. eben. Ja. Da musst du laut werden. Ja. Das hat nichts mit der Erregung zu tun, sondern Ja. eben, es muss durchdringen. Ja. Mit dem anderen dazu kannst du wieder völlig normal reden. Ja, mit Marc kannst du über alles ruhig, normal reden und das bleibt ja auch hängen im Kopf. Ja. Ne? Ja. Mit dem brüllst du, mit Ja. dem kannst du völlig normal reden. Und zu ein paar Sekunden später, da sagt dir irgendetwas, da kannst du anständig Antwort geben, ganz einen normalen Tag. Dann musst du nicht brüllen, Ja. oder? Ja. Na, mir geht's um die Einsamkeit. Zu 75 hatte ja noch keiner von uns, auch von den anderen, Ja. irgendein Wissen. Ja. Und jetzt habe ich das Gefühl, da wir doch so ein bisschen Wissen entwickeln, Ja, sich das auch bessert bei dir. Kann das gsi? das ist besser geworden. Man fühlt sich nicht mehr so ganz allein. Ja. Wie früher war, wo überhaupt niemand da war, wo kannst können reden mit denen. Weißt du, ich weiß nicht, wie ich das soll sagen, weißt du. Du kannst nicht reden oder hast nicht können reden mit Menschen, dass sie sich selber auch Gedanken gemacht haben um das, was du gesagt hast. Du bist einfach da gewesen, hast etwas gesagt, aber es ist nicht akzeptiert worden von der Umwelt. Ja. Die Umwelt hat nicht darauf reagiert, sie hat nicht selber gedacht darüber und so weiter und so fort. Ja. Das hat sich jetzt also wirklich also ein bisschen gekehrt. Ja. Ja, nicht bei allen, aber Nein, aber tendenziell kann man das schon, glaube ich, sagen. Ja, glaube ich auch. Ich war natürlich nicht dabei. Ich war ja noch ganz ja. 3 Käse hoch zu der Zeit, aber Weißt du, am Anfang, die Menschen haben alle Probleme gehabt mit sich selber. Nur mit sich selber, mit der Umwelt, weißt du, da ist ja einfach geflucht worden, da ist ein Idiot und so weiter und so fort. Aber man hat nicht gesehen, dass man selber ein Idiot ist. ja, So ist es, ja. oder? Ja, das Und da hast du können sagen, was hast du wieder, es ist nicht darüber nachgedacht worden, hast es müssen wahrnehmen, dass nicht darüber nachgedacht wird, dass wirklich da innen ist und da außen oder nur bis dahin und dann hat es gestoppt, oder? ja. Aber heute ist sehr weg, es wird auch selber gedacht. Man ist natürlich, der Glaube hocken noch tief Ja, oder? ja. Das ist klar. Ja. Aber man bemüht sich, Sachen wirklich zu überdenken. Man versucht, dieses und jenes richtig zu machen und so weiter. Ja. Ja. Das ist Tatsache geworden. Ja. Ja, wenn du was sagst, dann hatte ich früher, das ist schwierig zu erklären. Da habe ich dann oberflächlich, Du musst es nicht sagen. na, das war, Es ist bei jedem Menschen sehr weg. ja, das ist dann so, habe ich gemerkt, so oberflächlich, Ja. habe ich dann, ja, das ist richtig, das ist gut, das stimmt. Aber dann war doch die Tendenz ist da, dass ich es anders tue, weißt? Wo ich dann, Ja. und dann habe ich dann, ja, du hast doch eigentlich eben dem zugestimmt innerlich, machst dann aber was anderes. Ne? So, und wo ich dann gemerkt habe, na, ich habe nicht wirklich drüber nachgedacht. Ich habe das
auch nur eigentlich übernommen, Ja. innerlich, Genau. aber nicht Genau. drüber nachgedacht. Genau. Und Das ist aber das Wesen von jedem einzelnen Mensch. ja, Genau gleich funktioniert. Bei dir genauso wie beim nächsten, übernächsten, anderen. ja, Bei jedem funktioniert es genau gleich. ja. Jetzt, Und erst durch das, dass du weiter an dem machst, so weiterfährst, wie es bei dir in hängen bleibt, oder tut sich die Sache langsam ändern. ja, genau. Jetzt mache ich es so, dass ich mir das wiederhole innerlich. Ja, Und dann stelle ich mir wie so ein kleiner Junge selbst die Frage, was bedeutet das? 5 Minuten haben wir noch. Was bedeutet das oder was heißt das? Und dann fange ich erst drüber richtig an nachzudenken. Aber dann kapiere ich es eigentlich ja. ganz gut. Ansonsten komme ich nochmal und frage dich dann immer. Ne? Du musst drüber nachdenken, Ja. über das. Und erst dann stoßen wir auf das, auf dieses, auf jenes. Und dann kommt die nächste Frage wieder raus. Ja, Ganz automatisch. ja. Gut, okay. Dann können wir noch bis 4 machen oder sollen wir jetzt aufhören? Ich habe gesagt, vom 4 können sie, oder? Ja, sonst baue ich lieber ab. Nein, das, Okay. Okay, gut. Das nur eine kurze Sache. Das hatte ich erwähnt. Du hattest ja zweimal Menschen mit blauer Hautfarbe in Indien ja, gesehen. ja. Und da habe ich, das jetzt natürlich nur eine Vermutung, habe ich aber auch so gesagt, dass eine Vermutung ist, dass der Shiva-Kult vielleicht von denen, dass das so entstanden ist. Nicht nachgegangen, ich habe die 2 Menschen gesehen in New Delhi, Ja. am Connaught Place, Also in der Stadt. in der Stadt. Ja. Und da hat sich niemand darum gekümmert. Wirklich? Ja, weißt du, es ist nicht ein tiefes Blau. Ja, so ein leichtes Blau. Ja, eben, Ja, so. das Blau. Ja. Aber trotzdem. Es hat sich kein Mensch darum gekümmert. Das ist ja ein Ding. Wie wenn das selbstverständlich gewesen wäre für dich. Das ist ja ein Ding. Ja. Aber ja, Asket und dich haben sie ja auch allein gelassen. Ja. Habe ich auch erzählt. Ja. Und dann gab es auch keine Probleme. Ja, die, Ne? nächste, die am nächsten hergekommen ist, war eigentlich Bobo gewesen. Ja. 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 Die hat mich einmal gesehen, wenn ich ummarschiert bin mit der Asket. Ja. 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 Ja, da auch so eine Sache, wenn das ist so eine Mentalitätssache, wenn hier die Gruppe auch zurückhaltender gewesen wäre, ja, dann könnten wir sie jetzt vielleicht hier auf dem Alles gut gelaufen wäre und nicht queruliert worden wäre von der Gruppe aus, dann wäre da unten ein Kellerraum, ja, wo wir heute mit den Plejaren könnten reden. Ja. Und jedes Einzelne hätte können runtergehen. Ja. Es wäre wohl abgedrängt gewesen. Die hätten, weißt, eine dicke Scheibe zwischen ihnen. Sie hätten können Plejaren sehen, wo die hingeguckt wären, aber ja, es musste nicht sein. ja, 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 und, das sind auch, wo man denkt, wo egoistisch gehandelt wurde Ja. und wo man denkt, das ist ja nicht so, hat keine großen Konsequenzen, aber in Wirklichkeit hat es doch große Konsequenzen. So, ne? Ja. So wie sie dir hinterhergelaufen sind, wenn du Kontakte hattest. Ja, wie der Jakobus. Der Jakobus ist am meisten dabei gewesen. Ja, Er hat es fertiggebracht, dass der Semjaser also einen schweren Unfall. Ja, ja, Weil er hergeschlichen ist. ja. Das war zwar nicht beabsichtigt, aber trotzdem ist es dadurch passiert. Da Ne? ist es dann passiert. Ja. Ne? Mal ist voll beabsichtigt, Herr, weil er hat hören, was wir reden. Ja, ja, das schon. Ja, ja, natürlich. Aber dass sie verunglückt, das wollte er nicht. Ja, das hat der Herr ja auch nicht wollen. Oder? Nein, genau, das meine ich. Es ist trotzdem Trotzdem dadurch passiert. Ja, Fuchs worden. Und, ja, ja, ja. ja. Und Das ist dann Sand gewesen ja, vom Kontakt mit der Semjaser. Oder? ja. Und
wo manche sagen, ja, der ist da einfach nur einmal hinterhergeschlichen, aber da hat Ja. eine riesen Welle gezogen, ne? Das Da ne, ist noch die Sache noch nicht abgeschirmt gewesen, oder? ja, Sie haben als erstes noch dann abgeschirmt, dass nichts mehr kann passieren, oder? ja, Oder? ja. Ich habe zwar jetzt schon über den 7. Kontaktbericht gesprochen, aber da sind trotzdem viele Sachen drin, wo es gut wäre, wenn du was dazu sagen würdest. Und zwar, ähm, ich kann das ja da später dann auch nochmal im anderen Video sagen oder dann ergänzend zusätzliches Video machen. Und zwar, du durftest ja, erst hat die SMJ dir nicht erlaubt zu fotografieren, Ja. aber auf deiner großen Reise hast du ja in dem Großraum mal fotografiert, nicht Ja. wahr? Aber Die Bilder ist alles weg. alles weg, ne? Das habe ich auch gesagt. Die sind alle gestohlen worden. Ja, Und zwar, alles weg. Ich weiß nicht, wer es dir geklaut hat. Die Ja. sind spurlos verschwunden. ja, die sind ja nicht mal zu dir zurückgekommen, nicht wahr? Du hast du hast ja immer zum Willy Bär gebracht Ja. und der hat sie dann eingeschickt zu Kodak. Der hat es zu der Kodak hingeschickt. Sie sind auch retour gekommen, die BIA sind retour gekommen und so weiter. Aber plötzlich ist alles verschwunden gewesen. Plötzlich ist alles okay. Und ich weiß Also du hast sie gar nie in den Händen gehalten. Du hast sie nie bekommen, sozusagen. Mama, ich habe ja Fotos gehabt davon. Also Alles verschwunden. du hast sie abgeholt und hast sie auch gesehen. Ja, natürlich. Ah, okay. Ich dachte, die wären vorher schon Nein, irgendwie einkassiert worden. die habe ich. Also du hast alle Fotos wiederbekommen vom Ja. Herrn Bär, Ja, die er eingeschickt hat. ja. Die sind mir verschwunden, spurlos weg. Ah ja, Ich vermute, wer es geklaut hat und die weitergegeben hat, aber ich kann es eben nicht beweisen. ja, Wir haben auch nicht nachgeforscht. Furt ist fort. ja, Fort ist Fort, ja. Aber vermuten, wer es war. Ja, ja, okay. Die, die mir sonst war geklaut hat und verschwinden lassen hat, Ja, wo Fotos dummerweise ins Feuer gefallen sind und ich konnte es wieder rausnehmen und ja, die hat mir auch geklaut und hat da Räubergeschichten Ja. gemacht, oder? Also dann hast du die Aufnahmen gesehen, die du im Großraumer gemacht hast. Ja. Und du durftest ja auch die Plejaden dort fotografieren, nicht wahr? Ja. Also nicht nur Asket, sondern auch einige. Die Mannschaft hast du auch fotografiert, ne? Fotografiert sind auf der Fotos gewesen. Alles spurlos weg, verschwunden. Ah. Und du hast auch ja mal Aufnahmen, bist ja in der Zeit zurückgereist mit Tavas, glaube ich, und hast Aufnahmen von Sauriern und Ähnlichem gemacht, nicht wahr? Das ist auch alles. Der Quetzal und der Da haben mal meinen Revolver mitgenommen und Munition und haben damit umgeballert, wo sie sind gucken, bei den Sauriern. Ja, Ja. da sind sie haben dir was ist es, eine Magnum, Ja, oder 44. 40er Magnum haben sie sich geholt, Ja, ja. hatten es dir aber nicht gesagt, Nein, haben sie ausgeliehen sozusagen. ja, und haben wir ihn wieder retour gebracht. Ja. Und haben dann in der Vergangenheit Ja. damit rumgeballert. Ja. Okay, gut. Ja, samt dem Gurt haben sie alles Ja. mitgenommen. Ja. Die haben da hinten da. Ja, Hast du noch nie gesehen? ja doch, dein, Das ist der Revolvergurt. ja. Und damit waren sie unterwegs. Und mit dem sind sie unterwegs gewesen. Ja, Und mit der Pistole noch. ja. Das ist auch in dem einen Kontaktbericht, wo sie sich dann über den Rückschlag so gewundert haben. Ne? Das kennen sie gar nicht. Ne? Das kennen sie gar nicht. Ja, ja. Das hat, ich habe den wie hat der geheißen? Der hat beim Bär gearbeitet auch.
Der Heinz, Heinz Keller hat er geheißen. Der hat beim Bär geschafft. Der ist einmal zu mir raufgekommen ins Rüegental rauf. Und dann hat er schiessen mit dem 44er, gell? Weißt du, das Ziel anvisiert, oder? Und der Schuss ist zum Dach raus. Ja. Das war so ein Vordach bei der Schür, beim Schopf. Oder? Und dort sind nur Ziegel drauf gewesen, sonst nichts, oder? Dachlatten und Ziegel, oder? Und dann sind wir dort drunter gestanden, hat er geschossen, oder? Dann hat es getatscht und der nächste Schuss ist der Das ist eigentlich, ja. Weißt Ja. du, der schlägt dann richtig. Ja, oder? die hat schon Bums. Da ist schon, Oder? ja, da ist schon ein ordentlicher Rückschlag, ja. Ja. Gut. Ich hatte dann noch diese Episode erzählt, wo du dir vor ein paar Jahren bis diesen einen Morgen runtergekommen und hast gesagt, da hat in der Nacht wieder jemand aus wahrscheinlich Nordamerika angerufen und hatte gesagt, dass er im Fernsehen von dir und Sam Yase ein Foto in einem Dokumentarfilm Ja. gesehen hatte, was er im Fernsehen gesehen hatte, was schon lange, lange her ist. Aber da, wo ich dann auch, Das ist schon ja, aber da, muss ja auch, das ist eine Aufnahme, die wir ja nicht haben. Bernadette und ich haben ja dann gesagt, ja, nee, das Foto hast du nicht. Das, Meinst du, ich han gegen die 3000 oder wie viele Fotos gehabt? Alles miteinander. ja, Ein Teil ist mir geklaut worden von Jordanien, von der Geheimpolizei, hat mir es abgeschraubt. ja, Man es nicht mehr retour gegeben, ja, oder? Weißt du, das habe ich unterwegs bei mir gehabt, oder? ja, Und ein Teil ist unten in Dings verschwunden. Wie hat's ja geheißen? In Wien. ja, ja, Da sind mir ungeheuer viel Material verschwunden. Bilder, also Fotos, richtig. ja, Und Dia ja, ist alles weg. Oder? Nie mehr vorgekommen, ist einfach spurlos verschwunden. Ich kann nur vermuten, wer das mir das geklaut hat. Und weißt, wir sind dieser Sache nicht nachgegangen. Es hat ja, ja, Streit gegeben und Auflauf von Polizeigeschichten und so. Und dann haben wir gesagt, wir gehen dieser Sache gar nicht nach. Wir wissen ungefähr, wer es gestohlen hat. ja, Und ein Teil ist dann auftaucht in anderen Dings, in Kalender, wo man gebaut hat, zum Beispiel der Dings, wie hat der geheißen? Vom Tessin, oder? Er war mit der Mara Algetti zusammen gewesen. Der haben wir telefoniert vor Jahren. der Sorge, Martin Sorge, ja, richtig. ja, Hat die Fotos bekommen und die ja bekommen. Und, das weiss ich. Oder? Aus dem Grund, weil mir ein Kalender in die Finger gelaufen ist, wo Fotomontagen sind aus diesen Bildern, die ich gemacht habe. ja, Sind in Morgote sind die plötzlich über Morgote oder über den Häuser von Morgote geschwebt und so weiter. Die Fotos, die ich aufgenommen habe, Fotomontagen über Dörfer eingeführt worden, ein Kalender. ja, Aber so wie ich dann erfahren habe, ist der nicht so gelaufen. Aber man hat mein Material mal an Martin Sorge gegeben. ja. Und was der damit gemacht hat, weiß ich auch nicht. War das der auch so unter Druck gesetzt wurde, oder war das jemand anderes? Irgendjemand wurde unter Druck gesetzt, deine Sachen zu fälschen. Ja, das ist ein anderer. Das war jemand anderes, Das ne? ist der von Dings raus, vom Rital raus. Ja, Ja.
Nein, der Martin Sorge, der Der, hat der, das von sich aus gemacht. Ja, ja. das kann ich dir sagen, mit ihrer Ex-Frau zusammen. Oder? Ja, ja. Ja, hat sie sogar selbst zugegeben in dem Kontaktdokumentarfilm, Ja, wo als sie mit Brit in der Küche, ja, dass sie Fotos zerstört hat, gibt sie dazu. Ne? das weiß ich. Also nicht alle, aber ein Das Teil. weiß ich. Ja, oder, Sie hat die nicht zerstört, sie hat etwas oder, hat sie wollen, hat sie aus dem Feuer rausgenommen, ja. wo mir runtergefallen ist in den Ofen rein und angefangen hat zu brennen, die hat sie rausgenommen Ah, okay. und hat die einem Martin Sorge gegeben. Und sie hat offenbar auch Hunderte von Fotos, Tausende von Fotos und die gestohlen Ja, und hat es verschwinden lassen. Ich weiß nicht, ob sie alles dem Martin Sorge gegeben hat oder noch anderen gegeben hat, das weiß ja, ich nicht. ja, Wir sind ja, der Sache nie nachgegangen, ja, weder Semjasen oder Tan oder Quetzal und so. Wir haben ja, gesagt, es gibt nur Krach und man wird ja. als Lügner verschrien und so weiter und so fort. Und darum hat man es einfach stillschweigend sein gelassen. Ja, aber irgendwann war ja der Punkt, wir haben ja keine Originale mehr. Das war ja Nein, alles weg. ich habe keinerlei Original. Es war alles weg. Alles ist weg. Auch Super 8 Aufnahmen, alles war weg. Ist weg. Ja. Alles. Es ist nur diese eine Rolle, die ich gefunden habe, als ich mal hinten aufgeräumt habe. Ja, das ist aber, Das ist auch ein Zusammenschnitt aus, ne, also auch alles nur Kopie, ist nichts original. ja, Und nicht mehr original vorhanden. Und sie hat das Original nach Deutschland verkauft. ja, Der Michael Hesemann hat wollte zurückkaufen, weil er darauf gekommen ist, wem sie und heute 200, 300 Fotos und ja, was ich da noch umeinander habe, das ist alles manipuliert, das ist alles, weiss der Teufel, was da alles gegangen ist damit. ja, Es ist jedenfalls nicht mehr original. ja, Nicht eins. ja, ja, hast du ja zurückgekauft von dem aus Ja, Deutschland, ja, über 10 Franken pro Dia habe ich müssen 10 Franken zahlen zum Retour kaufen. Wo ich einmal spitz kann, dort, das hat der Hans Schutzbach gekauft dort raus. Und da bin ich nur per Zufall drauf gekommen, weil mir jemand ein Heftchen gebracht hat, wo das veröffentlicht hat in Deutschland. Ich weiß nicht das war, das gesagt. ja, das war, Michael Hesemann kam, glaube ich, damit, ne? Und dann der Michael, nein, Oder es war der jemand, Michael Hesemann ist dahinter gekommen, wo meine Ex Film verkauft hat. das Filmmaterial, Das Film. nicht Er okay, ist darauf gestoßen, wer das hat nicht draussen und hat das wollen, kaufen. ja, Und derjenige hat die Stückchenweise auseinandergeschnitten gehabt. ja, Das war also nicht der Film, die ja, Film, wie ich es aufgenommen habe, sondern es sind stückchenweise auseinandergeschnitten gewesen und neu zusammengesetzt. Neue Filme daraus gemacht. Und da hat der Michael Hesemann hat nichts können anfangen. Der hat von den Originalfilmen Abzüge haben, wo er noch in die Schule gegangen ist, 16, 17 war. Und da hat er natürlich nicht Geld gehabt. Und Bobby hat pro Film 1000 Franken verlangt. ja. Und das hatte er nicht. Und das hat er natürlich nicht gehabt. Ja, ja, Und hat die Filme nicht können kaufen. Und als er dann erwachsen war, hat er spitz gekriegt, wer die Filme gekauft hat, wo Bobby verkauft hat. ja, 1000 Franken Stück. ja, Ich habe ja, ja. Nie etwas gesehen davon. Ja, Ich ja. habe nicht gewusst, dass sie hinter meiner Rücken verkaufen. ja, Oder? ja, Die hat er nie gefangen und
die Zahlungen und alles zusammen und hat sich ein gutes Leben gemacht daraus. Die hat Ja. das Leben, das Geld verdonnert. Ich weiß nicht, was sie gemacht hat damit. Ja. Ob sie das auf Griechenland abgeschickt hat oder nicht, ich weiß das nicht. Ich habe keine Ahnung. Ja, für mich ist das auch so eine starker Indiz, wenn man Fälschung ist keiner hinterher, weißt? Es sei denn, du weißt nicht, dass es eine Fälschung ist, Gemälde oder so. Ja. Da gibt's auch Fälschungen in Museen, die geklaut werden, obwohl es eine Fälschung ist, aber man geht ja halt davon aus, dass es ein Original ist. Ja, ja. Und niemand hat von Adamski oder so die Bilder geklaut, weil es halt Fälschungen waren. Ja. Aber bei dir sind sie halt authentisch und das ist für mich auch so ein starkes Indiz. Deswegen sind da eben Leute hinterher und haben die hinter deinem Rücken verkaufen. Auch an den Fälschungen siehst, dass aus echten Fotos rauskommen, oder? Ja. Das, Ja, das oder? kriegst du aus den Fälschungen raus, oder? Ja, auch Aber das. es ist einfach manipuliert dran worden. Was gemacht worden ist, weiß ich nicht. Aber es ist mir gesagt worden, es sind restlos alles zusammen, was ich heute noch habe, ist manipuliert worden. Ich weiß nicht, was gemacht haben daran. Ich kann das nicht sagen. Ja, die Kopien, die du hast, die sehen schon authentisch aus. Ja, die sehen Aber das sind halt nur 200, 300 Stück. Ja. 300 irgendwas. Ja, Ne? Das sind ja viele hundert, die halt, Ja. ne? Und die Ich habe besten, fast 3000 Fotos gehabt. ja. Auf der großen Reise hast du ja viele Rollen. Ja, ja. Das waren ja immer 36er Filme, also, Noch Dings gehabt. Die hat mir, der Guido hat mir Kopien retourgebracht. Oder? Er hat noch Kopien gehabt davon. ja. Die habe ich noch da im Büro gehabt. Die haben sie eines Tages mitgenommen. Und gesagt, die nehmen wir noch mit. Die Plearen haben die wieder mitgenommen, ja. Damit es nicht noch mehr Probleme gibt, Ja. wahrscheinlich, ne? Ja. Ja. Die hat der Guido gehabt. Ja. Okay. Isa Rashid, Der Isa Rashid. Ja. der hat ja den Talmud, Immanuel hat er versteckt. Übersetzt gehabt, Ja. aber er hat ihn auch verfälscht. Ja, Ja. das habe ich erzählt. Und er ist ja Priester gewesen, oder? Und er hat es nach seinem Sinn verfälscht. Ja, Nach Religion. ja. Nach Religion. Ein Dreiviertel ungefähr der Schrift ist ja bei diesem Angriff des israelischen Militärs zerstört Im worden. Libanon, ja. In Libanon, als er da in diesem Flüchtlingslager oder Ja, wo? ja. Irgendein Lager war er so, ne? Und also kein Gefangenenlager, aber Nein, nein, aber irgendein Lager. Aber es war ein Angriff gegen Libanon von den Israelis aus und da ist alles vernichtet worden. Ja. Ja. Es ist Und- irgendwie so eine Art Lager gewesen. Nicht Gefängnis, sondern Ja. wie eine Art Flüchtlingslager oder weiss der Teufel was. Ja. Semjase sagt, dass sie ihn dann nicht mehr weiter observiert oder überwacht haben oder nicht überwacht, aber sie haben dann sozusagen ihn aus den Augen verloren. Ja. Aber er ist dann in Teheran, nicht wahr? Ist er nicht in In Teheran. Irak? Bagdad, ja, in Bagdad Ja. haben sie ihn dann ermordet, nicht wahr? Also waren sie schon hinter ihm her. Also dieser Angriff war vielleicht auf den Talmud bedacht auch, ne? Aber Hintergrund. Weißt du nicht, ja. Ja, ist auch schwer, das zu wissen, ja. Aber er ist nicht, ja. Rashid. Ja, Ja. ja. Und das ist der Ding von Böhmen. Ja, ich Ja.
Das ist meine Wenigkeit. Ja, Isa Rashid und der Dings da, der Prinz de Polatzki ja, ja, von Böhmen. ja. Genau. Issa Rashid ist da im Hintergrund. Das ist Ja. Und vorne, wie gesagt, das ist der Prinz de Polatzki. Ja, Ein paar Jahre. ja. Gut. Ähm, aber in Bagdad, die Aktion war schon, das war kein Versehen oder irgendwie, sondern das war gezielter Mord, nicht wahr? Ja, okay, dass das nicht da wieder zu Spekulationen führt. Das ist nicht durch Zufall oder irgendetwas passiert, sondern Ja, er ist ermordet worden, bewusst ermordet worden. ja. Gut. Zu dem Issa Rashid. Ich habe hier nochmal gelesen, da sagt dann Semjase auch, ne? Mitte 74 war er in einem Flüchtlingslager, weil er aus Jerusalem flüchten musste. Ja. Im Libanon dann. Eben, ja. Und ja, und umgebracht wurde auch Mitte der 70er, ne? War das ein Jahr später oder so, ne? Das ist der 70er, aber ich weiß nicht mehr wann. Ja, Irgendwann in den 70er Jahren, gegen Mitte 70er Jahre zu, ist mir berichtet worden Kurtulmusch. Vom Kurtulmusch, das ist ein Türk, der in Bagdad gewirkt hat. Er hat mir telefoniert gegen den Isa Rashid, sei umgebracht worden. ja. Okay, gut. Und am Anfang wurde der Talmud ja sozusagen mit der falschen Übersetzung publiziert. Richtig. Und das wurde dann irgendwann festgestellt. Ja. Und dann wurde mit Hilfe der Plejaden. Es ist nicht weiter kontrolliert worden. Es ist einfach das, was der Isa Rashid geschrieben hat, übersetzt hat. Und er hat es praktisch verfälscht nach der Religion, was er gelernt hat als Priester. Ja. Ist das zwar gemacht worden und das ist dann ohne zu überprüfen einfach gedruckt worden, bis man dann drauf gekommen ist. Und dann ist das Talmud ist dann richtig übersetzt worden nach dem, was wirklich ist. Ja. Und dann hat es das gegeben, was heute vorhanden ist. Ja, aber da es ja kein Original mehr gab, haben dann die Plejaden ihre Kopie herangezogen. Genau, die haben die zur Verfügung gestellt. Ah, okay. Ja. Aber die Plejaden haben das übersetzt, oder nicht? Ja, sie haben es eigentlich übersetzt. Sie haben es eigentlich übersetzt. Gut. Aber das ist zum Beispiel, wo jetzt manche auch wieder sagen würden, ja, da greifen sie ja doch ein. Das ist ja kein Eingreifen. Ne, das ist ja passiv. Das wollen und müssen und weiss ich was veröffentlichen als Buch, dass das richtig das sagt, was es wirklich ist, das Wort sagt und nicht verfälscht ist. Ja, genau. Ja, ich sehe das auch mehr als eingreifend, sehe ich mehr als aktiv auf ein Ereignis, eine Person, die dann keine Wahl mehr hat oder so, einzugreifen. Ja. Aber das ist ja passiv. Also, das hat nichts mit Eingreifen zu tun, sondern sie haben auf meinen Wunsch her, wo ich gesagt habe, ich brauche das, wie es wirklich war, so übersetzt worden ist, nach dem, was aufgezeichnet worden ist. Ja. Das ist nicht ein Eingreifen. Sie haben nicht eingegriffen. Ja.
Ja, mit dem Denken auf unserem Planeten, weißt ja, da wollte. Und, Genau, wenn da wieder Stricke draus gedreht, die gar nicht existieren. Ähm, an einer Stelle sagt, ähm, da sagst du bezüglich ungelöstes Rätsel bezüglich der Geisteslehre oder irgendwie, und da sagst du, soll ich nun lachen, weinen, fluchen oder dankbar sein? Und Semyase antwortet, keines von allem, du musst die Tatsache nur akzeptieren, sonst gar nichts. Und das klingt so banal, aber im Grunde ist das sehr tiefgründig. das ist ja sehr weg. Ja, Du musst einfach das akzeptieren, was tatsächlich ist. Oder? ja. Und da sagte ich im Video, dass auch wenn jemand stirbt, wenn man das akzeptiert, also wenn jemand einem sehr nahe ist, ist man natürlich sehr traurig, das ist ja klar, so eine Trauerphase, aber trotzdem, wenn von uns einer stirbt oder so, dann ist hier kein großes Gezeter, Geschrei, Geheule groß. Man ist schon traurig darum, dass die Person gestorben ist. Aber ich merke, dass das sehr ausgeprägt ist hier auch in der Kerngruppe oder eben, auch, Ja, dass man das ist akzeptiert, dass es eine Tatsache ist. aber ich muss schnell am anderen. Ja, bezüglich Tatsachen zu akzeptieren. Ja. Dass gewisse Dinge, wo ich angefangen habe zu lernen, gewisse Tatsachen zu akzeptieren, ist da eine große Leichtigkeit in mein Leben gekommen. Weil das mich dann nicht mehr groß, also teilweise manchmal noch, aber nicht groß belastet mehr, sondern ja, es ist halt so. Ja, So, das ist ja eigentlich ne? so. Was nicht zu ändern ist, was einfach Fakt ist, das ist einfach zu akzeptieren, ob man will oder nicht. Ja, Und wenn man das nicht macht, dann wird der Mensch psychisch krank. Und das letztendlich ist das. Er hängt sich auf. Oder bringt sich sonst um. Wenn er will, er dann nicht fertig wird damit. ja, Also, ist also einfach, dass Tatsachen müssen akzeptiert werden in allem und jedem. Oder? Und ich gehe aus von Tatsachen, nicht von Lügen und Betrügereien und über die Ohren hauen und weiss ich was, sondern effektive Tatsachen sind einfach als solche Wahrheiten zu akzeptieren. Und dann, wenn der Mensch das machen tut, dann kommt er auch klar. ja, ja, also es ist leichter. Ja, Also einfach. Das, ja. man lebt da auch mehr und mit der In der Schöpfung. Gegenwart, Ja, in der Gegenwart, er lebt mit dem, was tatsächlich ist. ja, Also mit dem ganzen Schöpfungsbetrieb, oder wie dem willst du sagen, oder? ja. Ja, man lebt mehr in der Realität, ne? Ja, das ist nur so ein Satz, aber im Grunde, wer das lernt, ich hatte halt auch die Geschichte erzählt, Brunhilde hat Andron gesehen und es war kein Problem. Sie ist sogar auf ihn zugegangen. Sie wusste, der tut mir nichts. Ne? Das hat sie gespürt. Ja. Und aber auch generell, sie hatte keine Angst und ist sogar auf ihn zugegangen. Und dann ist er halt verschwunden. Und der andere, dieser Wächter, der ihn gesehen hat, Ja, der, hat sich halt den Kugel in den Kopf gehabt. ja, Der ist mit der Sache nicht klar gekommen, oder? ja. Ja, ich probiere das nochmal.